Ja, wir stehen jetzt beide hier direkt an unserem Techniktisch, weil wir wollen euch jetzt ja zeigen, wie, ja, wie wir vorgehen, wenn wir Ikebana stecken oder wenn wir diese reduzierten, formallinearen Sachen arbeiten. Und ich habe hier jetzt schon direkt vor mir liegen diese Kensans. Schaut mal, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen, klein, mittel, groß, ja, verschiedene Formen. Und hier in unserer Schale liegt auch schon einer drin, schaut mal. Den kann man dann sozusagen in die Schale hineinlegen. Am besten nicht direkt mittig, sondern ein bisschen aus der Mitte versetzt. Da hat man gleich eine Asymmetrie und man kann das Ganze dann mit verschiedenen Materialien sozusagen andekorieren bzw. verstecken. Denn der Vorteil von so einem Kensan ist ja, wir haben keine Steckmasse oder keinen Steckschaum oder keine andere Steckbasis, die man eigentlich immer erstmal wirklich verstecken muss. Also man muss sie abdecken, dadurch wird das Ganze immer sehr groß und sehr dekorativ und das wollen wir ja nicht haben. Ja, und hier kann man ganz einfach reinstecken. Man steckt die Blumen sozusagen auf diesen Igel auf und füllt diese Schale dann mit Wasser. Ja, man kann das hier schon ganz gut sehen, das ist ja eine fertige Gestaltung. Und ich lege das hier mal ein wenig frei und hebe das einfach mal an. Ich hoffe, es gelingt jetzt auch. Ist gut gesteckt und hier seht ihr alles. Blumen drin, sogar Gräser, Zweige und dann setzen wir uns wieder rein. Und hier ist sogar so eine tolle Bündelung. Schaut mal, das ist Gras, was dann so schön zusammengebunden ist zu einem festen Bündel, was wir dann auch in diesen Kensan einstecken können. Da kann man zum Beispiel hier so diesen papierumwickelten Draht nehmen oder eine Schnur und damit hat man nachher so ein großes Ganzes, was gut auf diese Dornen drauf geht. Aber wenn wir schon bei so ein paar Tricks sind, ihr seht ja hier diesen Magnolienzweig und der ist natürlich sehr hart. Also den da drauf zu drücken auf so einen Steckigel, das ist schon ein bisschen anstrengender und dann kann man sich auch ein wenig helfen. Also ich habe hier mal so einen Zweig und eine gute Rosenschere. So, erstmal schneidet man unten gerade ab und jetzt schneidet man so seitlich rein. Und dadurch hat man jetzt eine Spaltung, das kann man auch nochmal so wiederholen und das geht perfekt dann in diese kleinen Öffnungen zwischen den Dornen dieses Igels. Also das sind so die kleinen Tricks. Bei dickeren Zweigen schneidet man 2-, 3-mal so quer rein, beim kleineren, bei dem reicht einmal. Ja, das ist die Kensan-Technik. Also sehr schön zu arbeiten, vor allen Dingen eine klassische Ikebana-Technik. Aber es gibt so viele Naturtechniken, die haben ja sowas mal aufgebaut. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal da vorne beim Stefan an, das ist nämlich schon eine ganz raffinierte. Ja, wir haben hier einen Zweig auch wieder herumgedreht, also sozusagen die Zweige, die sich nach oben wachsen würden, haben wir abgesägt und haben die herumgedreht und dann steht sozusagen der Stumpf nach oben. Und hier haben wir einfach hineingebohrt oder auch durchgebohrt und haben hier solche Stäbe hineingesteckt und die sind eine perfekte Halterung für unsere Naturmaterialien. Das ist auch wieder dieser papierumwickelte Draht. Ja, der hat diese tolle Naturoptik und fügt sich hier super ein. Hier haben wir noch ein paar Steine hineingelegt, die auch super toll zu unserer Schale passen und hier ein sehr harmonisches Gesamtbild darbieten. Und hier haben wir jetzt mit Trockenmaterialien gearbeitet. Man kann das Ganze wirklich ganz trocken arbeiten, aber natürlich auch mit Frischblumen. Ja, ich übernehme mal und schiebe mal unsere Ikebana-Arbeit wieder hier so rüber. So, hier haben wir jetzt so eine ganze Reihe aufgebaut. Das ist alles Weide. Verschiedene Arten von Weide. Hier diese Korkenzieherweide, die sogar ein bisschen orange ist. Und man kann die perfekt biegen. Und ja, ich nehme mal hier mal so eine raus. Ihr seht, Zweige einfach krumm gebogen, zurückgesteckt. Und schon hat man ein tolles Bild hier in der Gestaltung schon mal. Und da geht dann nur eine Blume raus oder 2 oder 3, aber nicht mehr. Hier diese traumhafte Tulpe ist auch wunderschön. Und ihr seht, es geht auch mit einer Ranunkel. Und hier ist noch so etwas mehr mit Fixpunkten gearbeitet worden. Auch wieder dieser papierumwickelte Draht. Und wir lassen diese Enden stehen und da kann man auch was festbinden. Das ist also ein bisschen handwerklicher. Auch das geht. Das sind so kleine Anfänge in der Gestaltung. Und man kann sogar, ist noch asiatischer vom Feeling, so ein Bambusstück nehmen. Die haben ja diese Nodien und Internodien. Und das ist ja, sieht man ja hier unten, komplett dicht. Auch das geht. Also hat man sowas, ist das auch eine schöne Naturbasis, gleich eine Naturvase sogar. Ja, ich habe hier noch eine andere Naturtechnik. Und zwar sind das wieder Zweige. Das sind Birkenzweige, die wir geschnitten haben. Und die haben wir wirklich
wieder falsch rum, also verkehrt herum oder halt andersrum verarbeitet. Also ruhig mal andersrum denken, Dinge umdrehen, mal versuchen, was anders darzustellen als das, was man so kennt, immer nur gerade hineinzustecken, sondern auch mal Dinge herumdrehen. Und hier haben wir eine tolle Basis für jegliche Art von Schnittblumen. Ja, und ich möchte euch das mal jetzt zeigen. Das hat vorhin der Stefan noch gestaltet. Das sind die dickeren Weidenstücke und die sind hier so sternförmig eingedrückt worden. Also man muss das schon genau schneiden, kann man jetzt ein bisschen Maß nehmen. Das ist eine perfekte Basis. Wichtig ist, dass man in verschiedenen Tiefen diese quer angeordneten Zweige anbringt. Dann hat man wunderbare Fixpunkte und es sieht noch technisch traumhaft schön aus. Hier so ein Doppelset. Ja, und dann machen wir gleich weiter hier. Hier sieht man so ein Bündel aus verschiedenen Hölzern, die alle gerade gewachsen sind. Das ist zum Beispiel bei der Weide auch so. Und wenn die eingetrocknet ist, ist das ideal. Mit einem Bast an 2 Punkten auch fixiert. Und schon hat man in den Löchern zwischen den einzelnen Zweigen schöne Steckmöglichkeiten. Und das ist jetzt schon mal hier so ein kleiner Anfang einer Gestaltung. Das müssen wir aber noch weiter ausgestalten mit mehr Bewegungen. Ja, und das Ganze, was so ähnlich aussieht, ist hier dieser, ja, Klaus, du kennst es doch ganz gut. Ja, da gibt es ja so tolle Namen. Also es ist Renautria, sagen wir, oder Fallopia. Also das ist, oder Ruhrgebietsbambus, das kennt ihr alle, das sind diese großen Stauden, die meistens irgendwo im Graben wachsen und diese Rohre haben. Im Sommer sind sie natürlich grün und jetzt im Winter, dann sind sie braun. Und das ist eine perfekte Steckbasis. Man muss nur Folgendes bedenken. Das ist jetzt so für eine Trockensache wunderbar. Hier haben wir jetzt etwas gemacht mit Röhrchen, denn wenn wir hier Wasser reinfüllen, könnte das jetzt an zu faulen fangen. Das geht hier dann so hoch, sieht man nach ein paar Tagen. Also vermeidet man das, indem man hier so kleine Glasröhrchen reinsteckt in diese Rohre des Renautrias und schon geht man dann damit hinein mit den Blumen und dem Wasser und alles ist perfekt. Nur, jetzt kommen wir wieder zu einer Technik. Man kann diese Rohre auch schneiden mit einer Rosenschere, aber was passiert meistens? Die splittern. Und dann muss man eine bessere Technik wählen. Da nimmt man sich eine schöne Säge. Es kann auch eine Eisensäge sein, aber wir wollen ja nun im Stil hier richtig sauber arbeiten. Das ist eine typische japanische Säge, haben die Tischler alle. Und damit, mit dieser feinen Zahnung, kann man perfekte Schnitte machen. Also sowas lohnt sich für Floristen, aber für alle Kreativen. Ja, und das haben wir dann auch hier gemacht und da hat man schöne, saubere, kleine Rohrstücke. Ja, diesen wilden Knöterich, nenne ich ihn jetzt einfach mal, kann man einfach aus der Natur entnehmen, denn das Ganze ist ein Neophyt. Also der bedroht eigentlich unsere heimische Flora und alle sind eigentlich froh, wenn man den schneidet. Ich habe hier vorne noch was ganz Tolles, hat Mr. Stefan gearbeitet. Ich heb's mal an. Stefan, du erklärst es und ich präsentiere es. Ja, wir haben ja eine tolle verwachsene Wurzel und in die haben wir ganz bewusst Löcher hineingebohrt und nutzen das Ganze als alternative Steckhilfe und haben dort in die Öffnungen dann unseren floralen Werkstoff eingefügt. Ihr seht, wie kreativ sowas ist und man muss immer ein Auge für sowas haben. Und ich bin mir sicher, wenn man erstmal damit anfängt, Dinge zu entdecken in der Natur, hat man schnell in 2, 3 Tagen eine ganze Kiste voll an Möglichkeiten. Ja, das sind so schöne Dinge, die man mit Naturtechniken, auch der Kensahn da vorne, aber es gibt natürlich auch im Bereich der Steckmedien, Steckschäume oder andere Produkte mittlerweile auch im Handel gute Lösungen. Und da bin ich jetzt mal bei der Sache hier. Wie haben wir das gemacht? Gib es mal an, das ist ordentlich schwer, tolle Glasschale, Steine. Und hier drin sieht man einen Steckschaum, versteckt schon so ein bisschen mit diesem Moos und den Steinen. Und so sieht das Produkt aus. Der Name ist auch wieder Nature Source. Nature Source deswegen, weil es ist aus 20% nachwachsenden Rohstoffen erstellt. Man kennt das ja eigentlich von dem grünen Steckschaum und der ist jetzt schon weiterentwickelt worden und hat schon diese Eigenschaften. Also eigentlich eine tolle Entwicklung und bestimmt wird das irgendwann auch mal mit 80, mit 100% auch sein. Aber das möchten wir euch schon mal empfehlen, weil das neu ist. Und man kann natürlich hervorragend darin stecken, weil die Wasseraufnahme perfekt ist und man kann natürlich ganz anders stecken. Man kann auch seitlich reinstecken und diese Steckbasis wollten wir euch schon mal zeigen. Auch da wieder, man geht aus der Mitte heraus und hat schöne Möglichkeiten mit großen Steinen und mit Moosen. Und die Basisgestaltung ist schon mal sehr, sehr wichtig in der Ikebana-Gestaltung oder bei formal-linearen oder vegetativen Gestaltungen. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, ihr seht, ich habe es hier schon in der Hand. Ich gehe mal nach vorn, dann können wir hier mal die Plätze tauschen, dann zeige ich euch das mal. Das ist ja eigentlich hier was aus dem
aus dem Lebensmittelbereich und ja, das nutzt man auch als alternative Steckhilfe und seid da ruhig kreativ. Nutzt Dinge, die man ja als Steckhilfe benutzen kann und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Sachen, die mir jetzt gar nicht einfallen, aber an die ihr vielleicht denkt und probiert es einfach aus und versucht es einfach mal damit etwas zu arbeiten. Ja, und ich mache nochmal weiter bei technischen Steckmedien, die aus der industriellen Seite kommen. Eins habe ich gerade vorgestellt, das ist Nature Source und ganz neu ist das sogenannte TerraBrick. Das schaut so aus. So kriegt man es angeliefert. Das sind meistens so Tableaus mit 4 Stück und die kann man so abbrechen. Das ist hier schon mal so ein Papier-Maché. Und da drin ist dieses braune Substrat, so nenne ich es mal. So schaut es aus, wenn man es rausnimmt. Das ist zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen gemacht und ist auch die Bindemittel da drin sind absolut ökologisch abbaubar. Also das kann man hinterher wirklich auf den Kompost geben. Ja, und damit kann man hervorragend arbeiten. Es ist natürlich etwas anders als die klassischen Steckschäume. Also man steckt auch anders, das muss man einfach mal ausprobieren und man ist am Anfang erstmal so ein bisschen irritiert, weil es halt anders ist. Aber man kann eine richtig schöne Gestaltung machen. Vor allen Dingen dieser Stil, dieser reduzierte Stil, passt perfekt. Und ihr könnt das mal sehen, ich habe hier schon mal das eingeweicht. Das zieht gut Wasser und man kann es links oder rechts rum verarbeiten, man kann das zuschneiden, man kann auch mehrere dazu nehmen und das kann man ausstecken. Und ich habe hier mal ein Gesteck gemacht. Das möchte ich euch mal zeigen und ich gehe mal nach vorne. Ich glaube, da freut sich jetzt auch der Kameramann. Da ist eins von diesen TerraBrick-Produkten drin. Auch da wieder mit Moos und mit Steinen ist fixiert und damit habe ich gleich eine perfekte Bodengestaltung. Und dann seht ihr, da ein paar Blätter, ein Freiraum, hier die Chrysanthemen, die so die Basis nochmal beleben mit einem schönen Grün. Und ich zeige auch nochmal, wo das TerraBrick versteckt ist, hier unten. Und das Schöne ist, es ist so braun, dass es im Grunde genommen gar nicht abdecken müsste. Es sieht schon fast aus wie Erde, wie ein natürliches Substrat. Aber hier mit den kleinen Tulpenzwiebeln ist es eine schöne Gestaltung. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es gibt ganz viele Techniken, mit denen man arbeiten kann. Und man muss immer für das, was man vorhat, die richtige finden. Und es gibt genug, was man gestalten kann. Und die Industrie hat sich auf den Weg gemacht, neue Produkte zu entwickeln. Vielleicht gibt es sowas in einem Jahr oder 2 Jahren sogar in größeren Formaten. Noch ist es in dieser Form. Es ist auch noch, ja, ich sag mal, relativ hochpreisig, weil noch viel neue Innovationskraft da drin steckt. Aber das ist ja immer so, bei allen Produkten so. Also wenn er sowas anschaut und bewertet, betrachtet es aus diesem Blickwinkel, dass sich da jemand auf den Weg gemacht hat und schon tolle Dinge entwickelt hat. Und ihr seht, welche Alternativen man hat. Also man hat ganz viele Möglichkeiten. Ja, und das ist das Schöne an der Floristik. Ja, diese Techniken und diese Gestaltung ist ja hoch ja, inspirierend und ist natürlich auch sehr ästhetisch. Und dazu sollte man auch immer tolles Werkzeug benutzen. Schaut mal, wir haben hier tolle Zangen und tolle Scheren, denn wenn man das Ganze herstellt und lässt sich darauf ein und arbeitet dort diese Werkstücke ab, kann man natürlich mit so tollen, hochwertigen Werkzeugen auch noch mehr Ästhetik schaffen. Und hier unten sehe ich auch noch, hier liegt ja, Klaus sein neues Buch. Er wird sich zwar wahrscheinlich nicht trauen, das zu bewerben, aber ich finde es so toll. Und hier gibt es ganz tolle Sachen drin und hier sind alle Techniken drin, die wir so vorgestellt haben. Ja, vielen Dank. Es ist wirklich ganz, ganz frisch. Ich habe es zusammen mit meiner Frau produziert, weil wir beide ja ein Fan sind von dieser Gestaltungsart. Und als das Thema in der Luft lag, haben wir gesagt, wir müssen ein Buch machen. Also schaut mal rein. Wir werden es jetzt auch fleißig bewerben. Und ja, wie schon Stefan gesagt hat, das ist hier alles drin. Und es ist bestimmt auch sehr kreativ. Ja, wir möchten uns bedanken, dass ihr uns so lange zugehört habt. Und ja, wir sind uns ziemlich sicher, dass wir euch jetzt auch schon so ein bisschen infiziert haben mit diesem Gedanken, eine ganz neue reduzierte Gestaltung anzugehen, verschiedene Techniken mal auszuprobieren, denn es lohnt sich wirklich, sich da auf den Weg zu machen. Ja, damit grüßen wir euch und sagen, wie immer, bleibt kreativ. Bye, bye. Bye, bye.